Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute dreht sich alles um eine köstliche vegane Schokocreme, ganz ohne Zucker. Sie ist cremig Schokolade und dabei sogar richtig gesund. Da kannst du herzhaft zugreifen, ganz ohne schlechtes Gewissen. Perfekt als Brotaufstrich zum Dippen oder sogar zum Backen. Und wie du das bei mir gewohnt bist, mit wenigen Zutaten. So benötigen wir 120 Gramm Haselnüsse. Diese können geschält oder ungeschält sein, genauso wie du es bei mir sehen kannst. Um sie zu rösten, gib sie in den Korb deiner Heißluftfritteuse, in eine Pfanne oder den Backofen, bis sie eine schöne Farbe bekommen und ein volles Röstaroma entfalten. In meinem Fall kommen sie bei 180 Grad für etwa 6 Minuten in die Heißluftfritteuse. Wir benötigen nur noch 300 Gramm Datteln, die wir samt Strunken entkernen. Die Qualität macht hierbei einen riesigen Unterschied, besonders bei einer zuckerfreien Schokocreme. Deswegen verwende ich extra saftige Jumbo-Datteln, da sie herrlich süß, weich und unglaublich aromatisch sind. Sie sorgen für die perfekte Konsistenz am Ende. Und wenn du genau wissen möchtest, welche Zutaten ich verwende, habe ich dir alles in der Infobox hinterlegt. Nachdem die größten Herausforderungen jetzt soweit gemeistert sind, benötigst du deinen Mixtopf. Dort kommen bereits die Datteln hinein und auch 200 Milliliter Wasser. Je weniger Wasser du nimmst, je fester wird die Creme am Ende. Und variieren kannst du auch beim Kakaopulver. Zwischen 40 bis 60 Gramm empfiehlt sich hier. Wir essen es gerne kräftig kakaolastig, deswegen gibt es bei uns 60 Gramm. Die Haselnüsse sind inzwischen wunderbar geröstet, wie du siehst. Natürlich möchte ich dir noch zeigen, wie einfach du sie von der Schale befreien kannst. Dazu richte dir ein sauberes Küchentuch und gib die Haselnüsse darauf. Indem du nun das Handtuch einschlägst und die Haselnüsse daran aneinander reibst, löst sich die Schale ganz leicht davon. Das funktioniert deswegen, weil sich durch den Röstprozess die dünne Haut der Nüsse ablöst und so einfach entfernt werden kann. Das geht also super innerhalb von weniger Sekunden. Selbst kleinere Hautreste sind kein Problem, sie verleihen dem Ganzen noch mehr Geschmack und machen das Aroma vollmundiger. Nun können die noch warmen Haselnüsse auch bereits zu den Datteln gegeben werden. Das war es dann quasi bereits mit den Zutaten. Deswegen kann der Mixer nun auch zusammengesetzt werden und lasse dir in wenigen Minuten eine wunderbare Creme herstellen. Dabei musste ich in etwa 3-mal die Masse zusammenraffen und erneut durchmixen lassen. Deswegen geht das Ganze etwas einfacher mit einem Mixstab bzw. den Zerkleinerer davon. Die Schokocreme ist nun noch bereit angerichtet zu werden, entweder in eine Schüssel oder auch in einem Schraubglas. Somit ist sie bei sauberer Entnahme und gekühlter Lagerung in einem luftdichten Behälter etwa 1 bis 2 Wochen haltbar. Und egal ob vegan oder nicht, die ist einfach super lecker. Deswegen fülle ich sie nach dem Präsentieren auch in ein Bügelglas. Achte darauf, immer mit einem sauberen Löffel hineinzufahren, um die Haltbarkeit zu maximieren. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass Datteln eine natürliche Süße mit einem niedrigen glykämischen Index haben. Was bedeutet, dass sie den Blutzucker langsamer ansteigen lassen als raffinierten Zucker und dank ihres hohen Ballaststoffgehalts unterstützen sie eine gleichmäßige Energieversorgung und helfen dabei, Heißhungerattacken zu vermeiden. Und sind sogar in Maßen auch für Diabetiker geeignet. In diesem Sinne wünsche ich dir nun viel Freude beim Selbermachen, gutes Gelingen, lass es dir jederzeit gut gehen, bis demnächst. Pfiat euch!